Ich heiße Schmidt-Werner, bin geboren 1967 in Graz. Früher war ich wohnhaft in Eckersdorf bis zu meiner Hochzeit. Dann bin ich nach Stenzengret gezogen, habe ein eigenes Haus gehabt und dann ist es die MS leider schlechter geworden. Dann bin ich nach Gutenberg gezogen, ins betreute Wohnen und vom betreuten Wohnen bin ich dann in die Chance B gezogen. Und eine Lehre habe ich gemacht auf der TU Graz als Chemielaborant. Und dann zum Schluss hin war ich eigentlich nur mehr Glasbläser. Es gibt sehr große Unterschiede, weil früher habe ich keine Probleme gehabt beim Gehen. Jetzt kann ich eigentlich nur mehr im Rollstuhl sitzen und mich persönlich regt sehr auf, dass viele Sachen nicht mit Verstand gemacht werden. Sind deine Bedürfnisse im Alter anders als früher, als du jung warst? Und wie anders? Auf jeden Fall, weil früher war ich noch mobil, beziehungsweise ich konnte noch gehen. Und jetzt durch das, dass ich jetzt nicht mehr gehen kann, habe ich ganz anderes, wie soll man sagen, Augenmerk auf Sachen, die ich dann vielleicht nur machen könnte, wenn die Barrierefreiheit gegeben ist. Sprich Rampen, Stiegen, eine einfache Stiege beim Eingang, die berühmte Stufe, dass kein Wasser hineinrinnt beim Eingang, ist für mich eine Riesenbarriere. Es ist meiner Meinung nach schwer zu sagen. Also ich kann auf meine Behinderungen, also meine Bedürfnisse schaue ich da so wenig, aber ich merke zum Beispiel, dass manche Sachen eigentlich nur nicht ganz behindertengerecht gemacht werden. Und das ärgert mich zum Beispiel, dass einfach sagen, dass zum Beispiel irgendwo ein Tier, der keine 80 Grad ist, nicht mehr ein, und dann kommst du nicht mehr rein, oder eine Stufe oder so. Also alles nur so Kleinigkeiten sind es meistens, was eigentlich das Leben sehr, sehr erschwert, was früher als Nicht-Rollstuhlfahrer absolut keine Bemerkung, also keinen Aufsehen gemacht hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, da ist die Betreuung meiner Meinung nach ausgezeichnet. Das Einzige, was ich zum Beispiel einfordere, ist, dass man mir für gewisse Sachen mehr Zeit gibt. Also sprich Transfer in den Rollstuhl, vom Bett ins Rollstuhl oder beim Waschen oder beim Rasieren. Dass ich da einfach, ich brauche persönlich jetzt durch die Einschränkung bei der MS, weil es ist auch die Hand, man merkt, dass die Hand, ja, weil ich eigentlich so zu lange MS habe, dass der auch mit der Zeit schlechter wird. Und dass ich da einfach, ich brauche halt für alles mehr Zeit als wie ein gesunder Mensch. Was könnte deine Begleitung noch verbessern, außer mehr Zeit? Gibt es noch etwas? Also im Moment fällt mir gar nichts ein, aber da müsste man länger drüber nachdenken, was dann eigentlich alles machbar ist. Meine Wünsche ist, dass sich die MS nicht extrem verschlechtert, dass ich eigentlich weiter
diesen angenehmen Zuhause im Wohnverbund eigentlich noch sehr, sehr lange bleiben kann. Weil der Weg in ein, wie heißt das schon, in eine Einrichtung, wo eine Vollzeitpflege, die ist zwar da auch gegeben, aber halt eher mehr Krankenhauscharakter hat. Sprich Pflegeheim.